Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Anfang des Monats war es soweit. Samsung hat die Galaxy Watch 6 vorgestellt. Neben dieser minimalistischen sportlichen Variante gab es auch eine Variante mit physikalischer drehbarer Lünette, der Galaxy Watch Classic. Ich habe mir die normale Variante in 44 mm in der Farbe Schwarz geholt und diese für euch getestet. An dieser Stelle ist mir wichtig zu erwähnen, dass ich mich auf die Sportfunktionen der Uhr konzentriere. Und obwohl sie eine tolle Smartwatch ist, so möchte ich die ganzen smarten Funktionen eher nur anreißen. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich Danke sagen. Ich möchte deswegen Danke sagen, denn mein Ziel, mein großes Ziel, bis Ende des Jahres 1000 Abonnenten zu schaffen, haben wir bereits geschafft. Jetzt im August habe ich die magische Grenze durchbrochen und dank eurer Unterstützung geschafft. Und falls der eine oder andere da draußen mich noch nicht abonniert hat, dann würde es mich freuen, wenn er das tun würde. Vergesst bitte das Gewinnspiel nicht bis Ende des Jahres. Voraussetzung waren die 1000 Abonnenten, die haben wir jetzt geschafft. Und das Video mit den meisten Kommentaren wird Ende des Jahres herangezogen und unter den Personen, die dieses kommentiert haben, dann eine Smartwatch oder eine Sportuhr verlost. Beziehungsweise eine Apple Watch oder eine Sportuhr. Ich sage noch einmal herzlichen Dank für die Treue und weiter geht's mit dem Video. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, gibt es die Galaxy Watch 6 in zwei Ausführungen. Der normalen Variante, einfach nur Galaxy Watch 6 genannt, und der Variante mit der physischen Lünette, Galaxy Watch 6 Classic der Name. Letztere gibt es in zwei Größen, und zwar in 43 mm und 47 mm, und beide sind in Schwarz und Silber erhältlich. Die normale Galaxy Watch 6 gibt es in 40 und 44 mm, die Farben Graphit und Silber für die größere sowie Graphit und Gold für die kleinere Ausführung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Bluetooth- und eine LTE-Version auszuwählen. Preislich geht das Ganze bei 319 € los, je nach Größe und Ausstattung geht das Ganze bis 499 €. Die Variante, die ich hier habe, hat ein Super AMOLED Display mit einer Größe von 1,5 Zoll und löst mit 460 x 460 Pixel auf. Als Betriebssystem läuft One UI 5, das ist eine angepasste Version von Wear OS 4. Als Prozessor kommt der Exynos W930 zum Einsatz, unterstützt von 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher. Dieser stellt die Oberfläche wirklich sehr flüssig dar und Ruckler oder ähnliches gibt es hier eigentlich nicht. Der Akku hat eine Kapazität von 300 mAh bei der kleinen und 425 mAh bei der größeren Variante. Laut Samsung soll die Uhr ca. 40 Stunden Akkulaufzeit bieten. Ich kann das soweit auch bestätigen. Ich bin mit einer vollen Akkulaufzeit ca. 1,5 Tage ausgekommen. Dabei hatte ich Pulsmessung und Stressmessung rund um die Uhr aktiviert und auch die Blutsauerstoffmessung beim Sleep Tracking war ebenfalls aktiviert. Schauen wir uns die Uhr mal im Detail an. Wir sehen hier das wunderschöne AMOLED-Display, geschützt durch ein Saphirglas. Das restliche Gehäuse besteht aus Aluminium. Auf der Rückseite finden wir den optischen Herzfrequenzmesser, den Samsung Bioactive Sensor nennt. Dieser kann neben Herzfrequenz auch die Blutsauerstoffsättigung, EKG und den Blutdruck messen. Mehr dazu dann später. Und hier, dieses kleine Loch, ist der Temperatursensor. Die Armbänder sind 20 mm Silikonarmbänder und lassen sich dank neuem Mechanismus relativ einfach wechseln. Alternativ kann man auch 20 mm Federstifte installieren und zum Beispiel ein günstiges 22 mm Nylon-Armband verwenden, so wie ich es hier gemacht habe. Schauen wir uns mal die Menüführung an. Wir starten beim Watchface. Dieses kann man natürlich wechseln. Hier sind die bereits installierten. Wenn ich auf das Plus klicke, kann ich mir noch weitere andere herunterladen. Zusätzlich kann ich mir diese auch dann noch individuell einstellen. Bei der Steuerung gibt es grundsätzlich zwei Arten, durch die Seiten zu blättern. Entweder ganz normal über das Touchscreen
oder mit der digitalen Lünette. Man bekommt da immer so ein kleines haptisches Feedback, wenn die Seite umblättert. Schauen wir uns mal die verschiedenen Seiten an, wie sie von Standard aus auf der Uhr installiert sind. Auf der ersten Seite kommen wir zu unseren Zielen. Wenn wir draufklicken, sehen wir, dass wir tägliche Ziele haben. Wir haben ein Schritteziel, eine aktive Zeit, die wir schaffen sollen und Aktivitätskalorien. Wenn man weiter runter scrollt, sieht man dann seine gesamtverbrauchten Kalorien, seine zurückgelegte Strecke etc. Dann gehen wir weiter zur nächsten Seite. Hier finden wir unser Aktivitätstracking. Später sage ich dann mehr dazu. Wenn ich weitergehe, finde ich hier eine Seite, wo ich 4 Favoriten für diverse Daten, die mir wichtig sind, einstellen kann. Wenn ich sage, die Herzfrequenz ist mir nicht wichtig, dann kann ich diese entsprechend bearbeiten. Also ich klicke dann hier hinauf und gebe dann zum Beispiel an, dass mir die Workout-Zeit heute wichtiger ist und dann würde ich diese hier rechts oben dann sehen. Die nächste Seite ist der Schlaf. Hier kann ich euch leider Gottes nichts zeigen, denn mein Schlaf wurde letzte Nacht leider nicht aufgezeichnet. Ich werde das aber nachholen und euch die entsprechende Schlafseite dann einblenden. Auf der nächsten Seite kann ich meine Körperzusammenstellung messen, auf das komme ich dann später auch noch einmal zu sprechen. Die nächste Seite zeigt mir mein Wetter. Ich habe natürlich dann auch noch Vorschau für die nächsten Stunden bzw. für die nächsten Tage, sowie wie gesagt Sonnenaufgang, Untergang etc. Dann habe ich auch einen Kalender installiert. Hier kann ich eine EKG-Messung durchführen und vieles mehr. Wenn ich eine Seite weiterklicke, komme ich zu einem Plus. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich mir dann diverse neue Seiten, Samsung nennt diese Kacheln, einrichten. Schauen wir uns ganz kurz an, welche Funktionen die Tasten haben. Ich habe auf der Uhr 2 Stück auf der rechten Seite. Wenn ich rechts oben lange hinauf drücke, dann kommt Bixby, das ist sozusagen mein digitaler Assistent. Wenn ich einmal, ich zeige das kurz, ich gehe einfach irgendwo hinein, wenn ich einmal draufklicke, dann komme ich sofort wieder auf das Watchface zurück und wenn ich zweimal drauf tippe, dann komme ich zu meinen Sportprofilen. Die Taste rechts unten dient mir als Zurücktaste, das heißt, bin ich irgendwo in einer App drinnen, dann kann ich hier eine Seite zurückblättern oder einen Bildschirm zurückblättern. Bin ich jetzt aber in einer Aktivität, dann kann ich durch langes Drücken diese pausieren bzw. auch wieder weiterlaufen lassen. Sportprofile gibt es auf der Uhr Dutzende, über 90 sagt Samsung. Hier habe ich wirklich eine riesengroße Auswahl, teilweise Einzelübungen bei Krafttraining. Mit dem Plus kann ich noch viele weitere hinzufügen und ich habe auch die Möglichkeit, mir selbst eigene zu erstellen. Eine Sache, die ich mir mit euch etwas genauer anschauen möchte, ist das Laufprofil. Was kann man hier einstellen? Wenn man hier unten auf die Einstellungen klickt, kommt man auf eine nächste Seite. Hier sehen wir als ersten Punkt Ziel. Was kann man hier einstellen? Wir klicken drauf, aktivieren es und wir sehen, dass wir trainieren können nach Dauer, Strecke, Kalorien, aber auch, das wissen die wenigsten, hier kann man ein Intervall einstellen. Hier habe ich oben unter Workout, kann ich Distanz oder Zeit einstellen. Ich habe hier die Möglichkeit, die Erholungszeit einzustellen und ganz unten einfach nur, wie viele Wiederholungen ich machen möchte und kann hier das starten. Was ich leider nicht machen kann, ich kann hier keinen Pace-Bereich einstellen. Das hätte mir noch gefehlt. Der nächste Punkt ist der Workout-Bildschirm. Hier kann ich mir im Prinzip jeden Datenbildschirm individuell ein- oder ausschalten bzw. auch einstellen. Wenn ich hier auf den ersten draufklicke, kann ich das Layout wählen. Will ich 3 Datensätze oder mehr haben? Ich klicke jetzt dann auf das mit 6 Datensätze und kann dann, wenn ich auf Strecke klicke, zum Beispiel sagen, ich möchte hier stattdessen die Kalorien angezeigt haben. Als nächstes kommen wir zur Pulsbereichsanleitung. Grundsätzlich erkennt die Uhr den maximalen Puls und stellt die Herzfrequenzzonen dann entsprechend ein. Man kann diese aber auch selbst einstellen und die Herzfrequenzzonen passen sich dann entsprechend an. Hier kann ich der Uhr sagen, in welcher Pulsbereichszone ich laufen möchte und die Uhr gibt mir dann Hinweise, wenn ich diese mal verlasse. Automatische Runde ist, glaube ich, selbsterklärend. Hier bekomme ich zum Beispiel nach jedem Kilometer meine Rundenzeit, Rundenpuls etc. gesagt. Ich habe eine Pausenerkennung drinnen, sprich, wenn ich mal zu einer Kreuzung laufe und dort nicht weiterlaufen kann, dann pausiert die Uhr kurz. Und der letzte Punkt hier ist Workout Start. Hier habe ich die Möglichkeit, mir einen Countdown geben zu lassen. Das heißt, wenn ich ein Workout starte, kommt ein Countdown 3, 2, 1 und es geht los, unabhängig davon, ob die Uhr schon ein GPS-Signal gefunden hat.
Stelle ich das Ganze auf manuell, so habe ich die Möglichkeit zu warten, bis die Uhr ein GPS-Signal hat und kann dann manuell das Workout starten. Beim Punkt Audio Guide bekomme ich Audiohinweise, zum Beispiel jeden Kilometer wird mir dann gesagt, wie meine Pace etc. ist. Also ich sehe das nicht nur auf der Uhr, sondern ich bekomme das Ganze dann auch noch direkt mit den Lautsprechern der Uhr vorgesagt. Ich glaube, Bildschirm immer ein ist auch selbsterklärend. Hier kann ich mir den Bildschirm während des Workouts eingeschaltet lassen, damit ich schnell einen Blick auf meine Workout-Daten habe. Die Uhr hat auch eine automatische Workout-Erkennung. Sollte ich hier mal eine Runde laufen gehen und vergessen, das auf der Uhr zu starten, dann würde die Uhr das erkennen und mich ein paar Minuten später dann darauf aufmerksam machen. Die Uhr hat auch eine Funktion, die nennt sich Laufcoach. Hier bietet mir Samsung, je nachdem wie mein Fitnesslevel ist, verschiedene Trainingspläne oder Laufpläne an, die ich absolvieren kann, und während des Laufs sagt mir dann die Uhr, ob ich schneller oder langsamer laufen soll. Darüber hinaus habe ich auch die Möglichkeit, mir ein individuelles Training auf dem Handy zu gestalten und dann anschließend auf der Uhr auszuführen. Ich habe mit der Uhr die Möglichkeit, meinen Stress messen zu lassen. Ich kann es einstellen, dass das Ganze fortlaufend ist oder manuell. Ich habe auch hier die Möglichkeit, Atemübungen zu machen, wenn ich mal das Gefühl habe, etwas zu gestresst zu sein. Ich kann mit der Uhr natürlich auch meinen Schlaf aufzeichnen lassen. Es werden hier meine Schlafphasen gemessen, es wird geschaut, ob ich schnarche, und meine Blutsauerstoffsättigung kann ich mir ebenfalls messen lassen. Samsung macht hier in der Präsentation eine große Show daraus, erfindet aber in Wahrheit das Rad nicht neu. Okay, man bekommt nach einiger Zeit ein Tier zugeordnet, das dem Schlaftyp entspricht, und Hinweise, wie man besser schläft. Aber ja, dass ich keine 2 Red Bull vom Schlafengehen trinken soll, das weiß ich im Normalfall selbst auch. Ich habe die Möglichkeit, mit der Uhr meine Körperzusammenstellung zu messen, das heißt Skelettmuskulatur, Körperfett und Wasseranteil. Ich muss aber zugeben, dass das Ganze bei mir nicht so gut funktioniert hat. So hatte ich beim Messen einmal 14% Körperfettanteil und beim nächsten Mal 22%. Optimal funktioniert das Ganze noch nicht. Weiters habe ich die Möglichkeit, ein Elektrokardiogramm aufzeichnen zu lassen. Hierfür muss ich den Finger auf den Home-Button klicken und die Uhr misst dann mein EKG. Und ich habe noch die Möglichkeit, den Blutdruck zu messen. Wenn ich das aber möchte, macht mich die Uhr aufmerksam, dass ich das Ganze vorher mit einem medizinischen Blutdruckgerät kalibrieren muss. Nachdem ich so eines nicht habe, kann ich euch leider das Ganze nicht zeigen. Es sei zu erwähnen, dass für die 2 letztgenannten Funktionen die App Samsung Health Monitor notwendig ist. Diese gibt es aber nur für Samsung Galaxy Smartphones. Habe ich also ein Android-Handy eines anderen Herstellers, kann ich diese Funktionen leider nicht verwenden. Natürlich habe ich auch einige Trainings mit der Uhr gemacht, um herauszufinden, wie präzise die GPS-Messung und wie zuverlässig die Pulsmessung bei der Galaxy Watch 6 sind. Beginnen wir mit der Pulsmessung. Die ersten 3 Beispiele beziehen sich auf das Laufen. Bei diesem Beispiel sieht man, dass bei gleichmäßigen Läufen ohne abrupte Tempoänderungen die Galaxy Watch 6 eine sehr gute Leistung zeigt. Man kann sich die Pulsmessung beider Geräte bei diesem Test anschauen. Mehr wie 2 Schläge Unterschied findet man nicht. Beim zweiten Beispiel gab es schon mehr Pulsbewegung. Im Großen und Ganzen hat auch hier die optische Pulsmessung der Galaxy Watch 6 gut funktioniert. Lediglich am Anfang gab es ein paar kleine Unstimmigkeiten. Die sieht man hier und hier ganz am Anfang. Was mehr auffällt, ist die Messungsdifferenz zum Brustgurt am Ende des Laufes. Warum hier der Puls plötzlich so viel höher angenommen wurde, ist mir schleierhaft. Wir kommen zum Beispiel 3 zu einem Intervalllauf, denn was wäre ein Pulstest ohne Intervalllauf? Auch die Galaxy Watch 6 musste sich diesem stellen und hier seht ihr sozusagen das Ergebnis. Man kann natürlich die Verzögerung zum Brustgurt gut sehen und auch die Pulsspitzen wurden nicht immer perfekt erkannt, aber dennoch schlägt sich die Uhr hier ganz gut. Auf das Niveau einer Apple Watch oder einer Garmin Epix Pro, sprich einer Uhr mit dem Elevate Generation 5 Sensor, kommt die Uhr aber nicht heran. Natürlich bin ich auch mit der Uhr Rad gefahren. Ich bin hier auf Asphalt, auf Schotterstraße und im Wald gefahren und die Uhr zeigt hier keine perfekte, aber durchaus solide Leistung. Obwohl der Unterarm hier ständig unter Anspannung steht, erfasst die Galaxy Watch 6 den Puls eigentlich weitestgehend zuverlässig. Wo die Uhr aber komplett an ihre Grenzen stößt, ist beim Krafttraining.
Man sieht das an dem Beispiel hier. Also falls auch die Messung beim Krafttraining wichtig ist, dann solltet ihr euch wirklich gut überlegen, ob ihr euch die Galaxy Watch 6 holt. Ich hatte bei meinen Trainings solche Ergebnisse wie das hier, wo die Messung teilweise ein bisschen funktioniert hat, wie im Mittelteil und teilweise halt auch gar nicht. Und ich hatte auch solche Ergebnisse. Ich muss aber dazu sagen, dass das mein schlechtestes Ergebnis war. Hier hat leider gar nichts gepasst. Die Pulsmessung der Galaxy Watch 6 war hier durchgehend zu hoch. Wie es so schön heißt, ein Satz mit X, das war wohl nix. Kommen wir zur GPS-Messung. Dort konnte ich feststellen, dass die Galaxy Watch bei freier Sicht eigentlich kaum Fehler zeigt und die Genauigkeit auf Augenhöhe mit meiner Garmin Epix Pro war. Anders sieht es aus, sobald Bäume die Sicht verschlechtern. Hier kämpft die Uhr wirklich enorm und schlägt oft ganz wild in verschiedene Richtungen aus, wie man an dem Beispiel hier sehr gut sieht. Und etwas, das die Uhr leider Gottes auch macht, ist, dass sie manchmal Kurven und Ecken abschneidet, wie an dem Beispiel hier sehr gut zu sehen und weiter unten dann auch. Hier kommt die Uhr komplett vom Kurs ab und schneidet dann somit auch die Ecke ab bzw. die Kurve ab und das resultiert natürlich dann in einer zu geringen Gesamtdistanz. Grundsätzlich kann ich festhalten, die Uhr ist ordentlich verarbeitet, wirkt durchaus hochwertig und die Menüführung superflüssig. Besitze ich kein iPhone und möchte eine vernünftige Smartwatch mit einer Basisausstattung an Sportfunktionen und ist Krafttraining nicht mein Fokus, dann kann ich hier getrost zuschlagen. Mit einer richtigen Sportuhr wie einer Uhr von Coros, Suunto oder gar Garmin kann man sie nicht vergleichen. Hier fehlt jegliche Form von Trainingsanalyse, Trainingsbelastung, Erholungszeiten etc. Und der Laufcoach ist zwar nett, aber eher eine Anleitung für Sportanfänger. Außerdem gibt es hier Uhren, wo Pulsmessung und GPS-Messung wesentlich verlässlicher und präziser sind. Aber genug von meiner Meinung. Wie seht ihr die Sache? Wie gut gefällt euch die Galaxy Watch 6? Habt ihr sie euch geholt oder habt ihr vor, sie euch zu holen? Schreibt es mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns darüber. Ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.